Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 103 von Silvers Cocktailkunde. Ich hatte eine kleine Real-Life-bedingte Pause, aber die ist jetzt vorbei und damit sollte mein normaler Produktionsrhythmus dann wieder anlaufen, sodass das dann auch mit den Videos jetzt wieder etwas regelmäßiger wird. Beim letzten Mal hatten wir ja schon einen Drink mit dem Schilfdach uralt, der von einem real existierenden Cocktail inspiriert war, auch wenn man es am deutschen Namen nicht sofort erkennen konnte. In diese Kategorie fällt auch unser heutiges Rezept. Wenn wir uns das angucken, der Morgen über der Himmelsnadel, dann fällt einem nicht sofort ein Cocktail dazu ein. Gucken wir uns aber das englische Original an, dann ist das Ganze der Sky Reach Sunrise und es fällt auf, dass das eine Anspielung auf den Tequila Sunrise ist. Und das ist ja nun mal einer der bekanntesten Tequila-Drinks überhaupt. Und insofern habe ich den dann auch als Vorbild für mein heutiges WoW-Rezept genommen und so schauen wir uns jetzt an, wie man dieses Rezept für WoW dann macht. Wir starten mit unserem Shakerglas und haben dann als erste Zutat Orangensaft. Ausnahmsweise mal kein Sirup und kein Alkohol, sondern 7 Zentiliter Orangensaft. Wir sind mit den Säften aber dann auch noch nicht fertig. Es geht weiter mit Maracuja-Nektar. Auch davon haben wir 7 Zentiliter. Da weiche ich dann ein bisschen vom klassischen Tequila Sunrise ab, der sonst nur Orangensaft verwendet. Dadurch, dass wir so viel Saft haben, brauchen wir ein bisschen Säure. 1 Zentiliter frischer Limettensaft kommt noch dazu. Und dann endlich der Tequila. Davon nehmen wir hier 4 Zentiliter. Und damit haben wir dann auch alle Zutaten beisammen, die geshakt werden. Das heißt, das kommt jetzt auf frische Eiswürfel und wird einmal ordentlich durchgeschüttelt. Knapp 10 Sekunden sollten ausreichen. Wir öffnen den Shaker, lassen ihn kurz abtropfen. Und dann nehmen wir uns das passende Glas, in das unser Drink dann abgeseit wird. Wir nehmen ein solches Hurricane-Glas, da wir hier einen relativ großen Drink haben. Und da kommt jetzt der Inhalt des Shakers auf frische Eiswürfel drauf. Natürlich ist unser Drink jetzt noch nicht fertig, denn um den klassischen Effekt eines Sunrise, eines Sonnenaufgangs zu bekommen, also den Farbverlauf von Rot nach Gelb, brauchen wir noch etwas Rotes. Ganz klassisch nehmen wir dafür Grenadin, 3 Zentiliter davon, und die gießen wir jetzt vorsichtig in das Glas. Floaten nennt man das ja auch. Und aufgrund des Dichteunterschieds sinkt die Grenadine nach unten und bildet dort diesen roten, dunkleren Bodensatz, könnte man ja sagen. Wir stecken den Strohhalm rein und rühren ganz leicht um den Verlauf noch ein bisschen zu verstärken, aber im Großen und Ganzen wollen wir den roten Satz am Boden ja behalten und stecken dann noch eine Limettenscheibe als Dekoration an das Glas. So, das ist dann mein Rezept für den Morgen über der Himmelsnadel. Ihr seht es gleich noch einmal im Standbild. In der Videobeschreibung steht es natürlich auch wieder drin. Und damit bin ich für heute durch. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und Prost! Und ich hoffe, dass jetzt der normale Produktionsrhythmus wieder anfangen kann. Wir sind einmal irgendwo und ich wüsste gerne, was ich sagen will.